Ecuador. Das ist eins der Länder Lateinamerikas, was relativ unbekannt ist. Wir wissen, dass es ziemlich günstig ist, dass es wunderschön ist, aber ob es auch steuerlich attraktiv ist oder nicht, das wird uns heute unser Inhouse Lateinamerika-Experte Harley Bida einmal ganz genau erklären. Harley, Film ab. Ich bin ehrlich mit dir, gleich zu Beginn, denn alles andere wäre unseriös. Wenn du nur die niedrigste Steuer suchst, dann ist Ecuador nicht dein Land. Ecuador besteuert dein weltweites Einkommen bis hinauf zu 37%. Und es hat 15% Mehrwertsteuer. Und jetzt kommt der Hammer. Es hat eine Steuer von 5% allein dafür, dass du dein eigenes Geld aus dem Land überweist. Du hörst richtig. Du zahlst nur, um dein eigenes Kapital wieder herauszubekommen. Das klingt erstmal nach genau dem Gegenteil von Freiheit, oder? Und trotzdem mache ich dieses Video. Denn Ecuador ist seit 2024 mit einer, sagen wir mal, Tür oder Türchen geöffnet, die genau eine Sache extrem elegant macht. Wenn du einen zweiten Pass willst, einen echten, vollwertigen, dollarbasierten Pass, dann gibt dir Ecuador 5 Jahre, in denen dein gesamtes Auslandseinkommen steuerfrei bleibt. Und 5 Jahre sind ziemlich genau die Zeit, die du brauchst, um diesen Pass tatsächlich zu bekommen. Ecuador ist kein Steuerparadies. Ecuador ist ein Werkzeug, oder sagen wir mal, ein Spezialwerkzeug für genau einen Zweck. Ich bin Harley. Ich bin für unsere Mandanten in allen, im Moment 12 Ländern Lateinamerikas vor Ort. Und Ecuador ist der Fall, bei dem es nicht um niedrigste Steuern geht, sondern um eine kluge Kombination. In den nächsten 15 bis 20 Minuten zeige ich dir, warum Ecuador steuerlich erstmal unattraktiv ist, wie das neue 5-Jahres-Fenster genau das umdreht, wie der Weg zum Pass aussieht und wenn sich dieses Land, oder sagen wir mal lieber, für wen sich dieses Land wirklich lohnt. Bleibt bis zum Schluss dran, denn die Kombination aus diesen 3 Bausteinen gibt eine Strategie, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Anders als in Costa Rica zum Beispiel, in Panama oder Uruguay, ist eben Ecuador im Grundsatz kein Territorialsteuerland. Wer hier steuerlich ansässig wird, und das bist du nach mehr als 183 Tagen im Land, der unterliegt grundsätzlich der Besteuerung seines Welteinkommens, progressiv bis zu 37%. Das hört sich jetzt vielleicht wieder für junge Leute, die noch nicht so viel Vermögen haben, naja, so egal an. Aber wenn du wirklich großes Vermögen hast, vielleicht mehrere Hunderttausende von Euro oder ein paar Millionen oder sogar noch mehr, dann sind 37% die Hölle. Dazu kommen die 15% Mehrwertsteuer, die der junge wirtschaftsliberale Präsident Daniel Noboa angehoben hat, unter anderem um seinen harten Kampf gegen die Drogenkartelle zu finanzieren. Und das ist ja erstmal gut, ne? So. Und dann ist da die Devisenausreisesteuer, die ISD oder ISD für 5% auf Geld, das das Land verlässt. Das ist kurios, oder? Für den klassischen Vermögenden, der sein Kapital flexibel halten will, ist diese Kombination, naja, sagen wir es mal, unbequem. Genau deshalb sagst du zu Recht, hier ist nicht viel Freude zu holen, jedenfalls nicht auf dem Standardweg. Und ich spreche auch das an, was viele verschweigen. Ecuador hatte in den letzten Jahren ein ernsthaftes Sicherheitsproblem mit Gewalt durch Drogenbanden und Unruhen in den Gefängnissen. Noboa geht hart dagegen vor und die Lage hat sich verbessert, aber das ist ein Punkt, den du ehrlich in deine Entscheidung mit einrechnen musst. Gerade bei der Wahl deines Wohnorts. Ich bin Realist und kein Hochglanzverkäufer. Wichtig. Aber so kennt ihr mich sicher schon, wenn ihr den Kanal eine Weile verfolgt. Soweit die Schattenseite. Jetzt zu den echten Stärken. Gleich mal die Ärmel hochkrempeln, jetzt macht es nämlich mehr Spaß. Denn die gibt es und die sind stark. Erstens, und das ist riesig, Ecuador ist dollarisiert.
egal wie du zu Trump oder Amerika oder dem US-Dollar stehst, ich kenne viele kritische Meinungen dazu, aber es hat eben einfach Vorteile. Das Land hat seit dem Jahr 2000 keine eigene Währung mehr, sondern nutzt den US-Dollar. Das heißt, du hast hier nicht dieses Peso-Risiko, wie in Argentinien zum Beispiel. Du hast nicht diese Inflationsachterbahn von Brasilien beispielsweise. Dein Geld ist in Dollar stabil oder relativ stabil. Mir ist schon klar, der US-Dollar hat natürlich auch eine Inflation, wie der Euro, wie jede Währung auf dem Planeten, mit Ausnahme von Bitcoin, setze ich mal in Klammern. Okay, also du hast auf jeden Fall dadurch, dass es dort in Dollar alles bezahlt wird, kein Wechselrisiko mehr im Land. Also dieses Hin- und Hergetausche von der Landeswährung und so weiter, wo man dann oftmals auch noch beduxt wird und irgendwelche Gebühren bezahlt. Also in einer Region, in der Währung reihenweise abstürzen, ist das ein gewaltiger Vorteil einfach. Ja. Zweitens, das Land selbst und die Lebenshaltungskosten. Ecuador ist winzig auf der Landkarte und erhält trotzdem die ganze Welt, die Anden mit schneebedeckten Vulkanen, den Amazonas-Regenwald, die Pazifikküste und natürlich die Galapagos-Inseln. Wer kennt sie nicht? Die meisten Auswanderer landen in Cuenca, einer wunderschönen Kolonialstadt im Hochland mit, ja, sagen wir mal, milden Frühlingsklima das ganze Jahr, einer großen etablierten Auswanderergemeinde und Lebenshaltungskosten, die in Europa einfach undenkbar sind. An der Küste hast du Orte wie Salinas und Manta. Manta. Fallen mir gleich wieder die Fuchsschwanzwitze ein, aber Spaß beiseite. Quito, die Hauptstadt, liegt hoch in den Anden und an der Küste unten hast du Orte wie Salinas und Manta. Du bekommst hier sehr, sehr viel extrem schöne Lebensqualität für sehr wenig Geld. Und jetzt der eigentliche Grund für dieses Video, der Baustein, der alles verändert. Das neue Steuerregime für Neuankömmlinge in Kraft seit 2024. Also, wenn dich das interessiert, pass genau auf, denn hier ist das Herzstück. Wer als Ausländer neu nach Ecuador kommt und vorher hier nicht steuerlich ansässig war, der kann ein besonderes, zeitlich befristetes Steuerregime wählen. Und das Regime besagt, du wirst für 5 Jahre ausschließlich auf dein in Ecuador erwirtschaftetes Einkommen besteuert. Dein gesamtes Auslandseinkommen, also Dividenden, Zinsen, Mieten, dein Gehalt aus dem Ausland, all das bleibt in diesen 5 Jahren komplett steuerfrei. Und noch mehr. Du musst während dieser Zeit weder dein weltweites Einkommen melden, noch irgendeine Vermögenserklärung abgeben, wenn das mal nicht schlecht ist. Also, aus dem Welteinkommensland Ecuador wird für dich persönlich für 5 Jahre ein Territorialland. Und das ist stark. Ja. Aber, und das ist absolut entscheidend, es gibt eine Frist, an der die meisten scheitern würden, die sie nicht kennen. Du musst dieses Regime aktiv beantragen, und zwar innerhalb von 120 Werktagen nach Einreise. Das sind also 4 Monate circa. Verpasst du dieses Fenster, ist der Zug abgefahren und du fällst in die normale Welteinkommensbesteuerung. Das ist kein Automatismus, das musst du von Tag 1 an planen und fristgerecht beantragen. Wer einfach einreist und abwartet, verschenkt das Ganze. Zum Qualifizieren gibt es 2 Wege und nein, du musst nicht zwingend investieren. Weg 1, eine Investition von mindestens 150.000 US-Dollar in Immobilien oder in produktive Aktivitäten, die du mindestens 5 Jahre im Land hältst. Oder Weg 2, und der ist für viele der entscheidende, ein nachgewiesenes monatliches Einkommen von mindestens 2.500 US-Dollar aus nicht ecuadorianischer Quelle, verbunden mit einer Anmeldung bei der Sozialversicherung für die Dauer deines Aufenthalts. Im Klartext, wer ein solide laufendes Einkommen von 2.500 Dollar im Monat oder mehr hat, kommt auch ganz ohne die 150.000 Dollar Investition in dieses Fenster. Das macht das Regime, also dieses Steuerregime nennt sich das ja, für deutlich mehr Leute erreichbar, als die meisten glauben. Und auch hier nochmal der Einschub,
Auch hier können wir mit einer Betriebsrente für ein monatliches Einkommen eben einfach sorgen von 2.500 US-Dollar oder mehr. Wer dazu mehr wissen will, gern ein Beratungsgespräch buchen. Und jetzt kommt der Teil, der die ganze Sache erst richtig rund macht. Und genau hier liegt die eigentliche Idee, warum ausgerechnet 5 Jahre? Weil das ziemlich genau die Zeit ist, die du in Ecuador brauchst, um den Pass zu bekommen. Jetzt fragen sich wieder viele Leute sicher, die das noch nie gehört haben, was soll ich mit dem Pass von Ecuador? Ich kann es dir sagen, viele unserer Mandanten haben extrem Angst, dass hier in Deutschland und Europa immer kritischer wird, mit Kriegssätzen und den ganzen Sachen, dass entweder sie selber oder ihre Kinder irgendwann zum Wehrdienst gezogen werden. Und dem kannst du letztlich, na klar kannst du fliehen, ja, du kannst natürlich einfach in irgendein Land gehen und hoffen, dass sie dich nicht finden. Aber der saubere, juristisch ordentliche und sichere Weg ist, dass du deinen deutschen Pass abgibst. Und dafür brauchst du dann natürlich einen Zweitpass. Und ohne den Zweitpass kannst du nicht reisen. Also, das ist genau die Begründung. Lass uns weitermachen. Ecuador hat eine der schnellsten und unkompliziertesten Einbürgerungen der Welt. Der Weg läuft über eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, also Temporary Residency, dann eine dauerhafte im Anschluss. Und nach insgesamt rund 3 Jahren legalen Aufenthalt kannst du die Einbürgerung beantragen. Je nach Einordnung und Bearbeitungszeit bist du bei, sagen wir mal, etwa 3 bis 5 Jahren bis zum fertigen Pass. Weil schneller geht's einfach nicht mit der Bearbeitungszeit. Ne? Bürger anderer lateinamerikanischer Länder oder Spanier bekommen ihn schon nach 2 Jahren sogar. Ist also interessant, wenn du schon eine andere Staatsbürgerschaft in Lateinamerika zum Beispiel hast oder familiäre Wurzeln zum Beispiel, dann kannst du ja die Staatsbürgerschaft in dem Land deiner, also nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwo Wurzeln in Lateinamerika und du kannst das nachweisen, dann bekommst du ja dort die Staatsbürgerschaft recht schnell. Und wenn du dann den Pass von dem Land, von dem anderen Land, zum Beispiel Brasilien, Mexiko oder sowas hast, dann kannst du hier also innerhalb von 2 Jahren schon den Pass von Ecuador in der Hand halten. Und ganz wichtig, Ecuador erlaubt die doppelte Staatsbürgerschaft ohne Einschränkung. Das ist auch nicht in jedem Land so. Ne? Du musst deinen deutschen, österreichischen Pass nicht abgeben, sei denn du willst das, wie aus den eben genannten Gründen zum Beispiel einer Spannungs- oder Kriegssituation. So, also siehst du, wie das zusammenpasst. Dein steuerliches 5-Jahres-Fenster läuft genau so lange, wie du brauchst, um die Staatsbürgerschaft zu erreichen. Du sitzt 5 Jahre lang in einem dollarisierten Land. Dein Auslandsvermögen bleibt unangetastet und am Ende hältst du einen zweiten vollwertigen Pass in der Hand. Das ist die elegante Kombination, von der ich am Anfang gesprochen habe. 2 ehrliche Bedingungen musst du aber erfüllen und die verschweige ich dir nicht. Erstens, du musst tatsächlich dort leben und da kommt dann sicher das K.O.-Kriterium für manche, die eben noch nicht remote arbeiten können oder von jedem Platz der Welt aus eben einfach ihr Geld verdienen oder schon genügend Kapitalerträge oder Passiveinkommen haben. Für die Einbürgerung darfst du in der befristeten Phase, also in der temporären Residenz, nicht mehr als etwa 90 Tage pro Jahr draußen sein. Das bedeutet 270 Tage im Land bleiben, 270 Tage in der temporären Phase und dann in der dauerhaften Phase nicht mehr als 180 Tage außerhalb des Landes. Das heißt, du musst dann also mindestens 183, 186, 185 Tage im Land bleiben. Das ist also kein Briefkastenwohnsitz, das ist echtes Leben vor Ort und das wird auch überprüft. Und zweitens, am Ende steht ein Einbürgerungstest in Spanisch über Geschichte, Geografie, die Kultur Ecuadors, den du bestehen musst. Wer also kein Wort Spanisch lernen will oder auch noch nicht spricht, für den ist dieser Weg nichts. Jetzt die Frage, die du dir stellen musst. Was passiert im 6. Jahr, wenn das Fenster ausläuft? Denn danach greift das volle Weltbesteuerungsabkommen sozusagen, also dein gesamtes weltweites Vermögen und dann schlägt die Steuer zu mit bis zu 37%. Und genau hier trennt sich wieder der Geplante vom Naiven. Wer klug ist, hat zu diesem Zeitpunkt seinen Pass und entscheidet bewusst, bleibe ich und akzeptiere ich diese weltweite Einkommenssteuer, weil mir das Leben und das Land oder die Leute eben so gut gefallen, dass mir das wert ist, oder verlege ich meine Steuerresidenz in ein anderes territorial besteuertes Nachbarland
und behaltet den ecuadorianischen Pass einfach als zweite Staatsbürgerschaft in der Tasche. Beides ist möglich. Aber nur, wenn du es von Anfang an gut bedenkst, wenn du also mitdenkst und nicht erst im 5. Jahr aufwachst. Und jetzt die gute Nachricht speziell für uns aus dem deutschsprachigen Raum. Anders als in Brasilien oder Chile gibt es zwischen Deutschland und Ecuador ein echtes Doppelbesteuerungsabkommen, und zwar schon seit 1982. Also das ist ein altes Ding. Das gibt ja saubere Verteilungsregeln und die Klarheit, welches Land wann was besteuern darf. Für Deutsche ist das ein echter Pluspunkt. Österreicher und Schweizer sollten ihre jeweilige Abkommenslage nochmal gesondert prüfen lassen, denn die ist nicht automatisch dasselbe. Und so oder so gilt, der saubere Wegzug aus dem Heimatland, wie zum Beispiel aus Deutschland, ist und bleibt die halbe Miete, auch mit Abkommen im Rücken. Dazu hat ja Sebastian auch schon ganz viele Videos gemacht. Wen das interessiert, der sucht einfach mal auf unserem YouTube-Kanal nach Wegzug aus Deutschland, Abmeldung aus Deutschland, ja, und wird fündig. Lass mich das Ganze zusammenziehen. Ehrlich, authentisch wie immer. Ecuador ist nicht das Land für jeden, der einfach nur seine Steuer auf Null drücken will. Im Standardfall besteuert es dein Welteinkommen. Es hat eine hohe Mehrwertsteuer, eine lästige Devisenausreisesteuer und du musst die Sicherheitslage realistisch einschätzen. Ja, auch wenn der neue Präsident sich große Mühe gibt dabei und das zum Beispiel auch dem Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, nachmacht. Er ist noch nicht so weit, dass es zu einem wirklich sicheren Land geworden ist. Aber Ecuador ist eben einfach ein präzises Werkzeug oder Spezialwerkzeug, könnte man auch sagen, ja, wie vorhin schon mal erwähnt, für einen bestimmten Wunsch. Wenn du einen dollarbasierten zweiten Pass willst, dann gibt dir dieses Land ein 5-jähriges Steuerfenster, in dem dein Auslandseinkommen unangetastet bleibt, genau lang genug, um diesen Pass zu erreichen. Und das ist in einem stabilen Dollarumfeld zu niedrigen Lebenshaltungskosten mit einem Abkommen mit Deutschland mit Sicherheit nicht verkehrt. Für diesen einen klaren, definierten Zweck ist Ecuador richtig stark. Für reine Steuerminimierung schaust du besser zu den territorial besteuerten Nachbarn. Denn genau hier wird es heikel, weil Ecuador, das ist eben einfach auch wieder Millimeterarbeit. Ja, die 120-Tage-Frist für das Steuerregime, wo du dich dafür anmelden musst, das beantragen musst. Wenn die abgelaufen ist, ist es vorbei. Und 4 Monate gehen schnell rum. Die Anwesenheitsregeln für die Einbürgerung, die Frage, was im 6. Jahr passiert, der konkrete Wegzug aus dem deutschsprachigen Raum und die ehrliche Abwägung, ob dieser Weg überhaupt zu deinem persönlichen Ziel passt. Ich habe Leute gesehen, die genau diese 120-Tage-Frist schon verpasst haben und sich damit das ganze Fenster zerschossen haben. Ja. Deshalb, wenn du gerade ernsthaft über Ecuador nachdenkst oder irgendein anderes Land aus Lateinamerika, dann trifft diese Entscheidung, wie ich immer so schön sage, nicht im Blindflug oder nicht auf Basis von irgendeinem, der irgendwas erzählt hat oder irgendeinem Blogger mit einem alten Bericht von vor 10 Jahren. Buch dir gern ein persönliches Beratungsgespräch mit mir. Den Link findest du wie immer unter diesem Video. In dieser Beratung schauen wir uns dann die eben angesprochenen Punkte nochmal alles durch. Welches der 12 Länder passt am besten zu dir und warum? Ist der zweite Pass überhaupt ein wichtiges Ziel für dich? Und wenn ja, auf welchem Weg? Oder gibt es andere Passprogramme, die besser zu dir passen? Welche Fristen gelten zum Beispiel für dieses 5-Jahre-Fenster, dass du das sauber beantragst? Wer deine Steuerstruktur gestalten sollte oder wie du das mit deinem Steuerberater am besten durchsprichst? Die Frage nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, ob du aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommst. Dann die Frage nach dem Paragraph 2 vom Außensteuergesetz und wo Banking und Gesellschaft hingehören, wenn du eine Gesellschaft gründen möchtest. Du kennst meinen Spruch, niemals alle Eier in einem Korb. Ja. Und was mir ganz wichtig ist, das sage ich auch in jedem Video, das ist ausdrücklich kein Verkaufsgespräch. Ja. Wir holen dir hier nicht die himmelblauen Maiglöckchen runter oder beraten eben nur für ein Land, wie es ganz viele andere Berater tun. Du bekommst eine ehrliche Analyse aus einer Metaperspektive,
wir beraten eben auch nicht nur für Lateinamerika, was jetzt mein Spezialgebiet ist. Ich habe selber verschiedene Wohnsitze in verschiedenen anderen Ländern, wie in Serbien zum Beispiel, oder auch in der Schweiz, oder auch in Dubai, oder auch in Malta, oder auch in Irland. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Und dafür haben wir eben einfach nicht nur irgendwelche theoretischen Sachen in der Schublade, sondern haben die Erfahrung, die wirklich gelebte Praxis, und auch von der kann ich dir sehr gern berichten. So, also ich würde dir auch sagen, wenn Ecuador zum Beispiel für dich schlicht die falsche Antwort ist. So, und wenn du noch nicht sicher bist, dann schau dir gern unsere kostenlose Potenzialanalyse an. Die ist ebenfalls natürlich hier unten verlinkt. Du schickst uns einfach deine Eckdaten. Wir schicken dir eine erste Einschätzung. Bitte keinen Roman erwarten, aber dann kannst du gern einen Termin innerhalb von 7 oder 14 Tagen bei uns buchen und ein Beratungsgespräch dann bekommen, direkt bei mir oder eben auch bei einem unserer anderen Experten, Sebastian, Daniel, Friedrich oder der Tim. Und das führen wir dann gerne am Telefon oder per Zoom, per WhatsApp, per Telegram, per Google Meets, wie du auch immer möchtest. So, und jetzt noch mal ganz komprimiert. Ecuador ist nicht für jeden, aber für den, der einen starken, dollarbasierten zweiten Pass mit einem cleveren Steuerfenster verbinden will. Es ist aus meiner Sicht ein echt unterschätztes Juwel. Lass uns ehrlich herausfinden, ob du genau dieser Mensch bist. Ich würde mich freuen, dich auch alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.